Hi zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mich mal wieder ein bisschen an Wasserfarben probiert, aber weil ich ja immer noch dabei bin, das alles zu lernen, bin ich dem Tutorial von David vom Kanal Paint with David gefolgt und habe ein Wasserfarben-Weihnachtsbild gemalt. Für mich sehen so Wasserfarbenbilder, wenn ich damit anfange, immer so abstrakt aus und ich kann mir dann gar nicht vorstellen, dass aus so ein paar blauen und lilanen Farbflecken tatsächlich dann eine schöne Winterlandschaft wird. Aber ich bin echt zufrieden damit, wie das Wasserfarben-Weihnachtsbild geworden ist. Ich habe neulich unter meinem Tutorial fürs Zeichnen von Gesichtern den Kommentar bekommen, dass das Tutorial komplett falsch ist. Ich bin da jetzt nicht gekränkt oder so, aber ich wollte da mal drüber reden. Ich finde, eine Art, etwas zu zeichnen, kann eigentlich gar nicht falsch sein. Es ist Kunst und wer bestimmt, was an Kunst falsch oder richtig ist oder schön oder nicht schön ist. Es kann ja sein, dass jemandem das fertige Bild nicht gefällt und das ist auch vollkommen okay, aber der Begriff falsch finde ich in dem Zusammenhang irgendwie nicht richtig. Außerdem gibt es unzählige Methoden, um etwas zu zeichnen oder zu malen und nur weil jemand eine andere Methode hat, etwas zu zeichnen oder zu malen, ist das ja nicht gleich falsch, oder? Dann ist es ja auch ein Tutorial für Anfänger, das jemandem, der noch nicht viel Erfahrung mit dem Zeichnen hat, einfach und Schritt für Schritt zeigen soll, wie er zu einem fertig gezeichneten Gesicht kommt. Und wenn dann also jemand dieses Tutorial benutzt und am Ende ein gut proportioniertes Gesicht bekommt, war das Ganze doch erfolgreich. Solche Aussagen von wegen das Tutorial ist falsch sind irgendwie überflüssig. Wenn jemand konstruktive Kritik zu äußern hat, kann er das gerne tun und ich nehme das auch gerne an. Aber einfach nur zu sagen, etwas sei falsch, bringt weder demjenigen, der das geschrieben hat, etwas, noch mir, noch jemandem, der versucht zu lernen, wie man Gesichter zeichnet. Oder wie seht ihr das? Ich fühle mich da jetzt gar nicht irgendwie angegriffen, aber ich wollte meine Gedanken dazu mal loswerden und hören, was ihr darüber denkt, weil eigentlich ist das ein interessantes Thema. Es gibt ja immer viele Leute, die denken, ihre Zeichnungen sind schlecht, nicht gut genug oder falsch. Aber ich finde, alles, was man zeichnet oder malt, gehört ja auch ein Stück weit zum Lernprozess dazu. Und mit jedem Bild, das man zeichnet oder malt, wird man ja auch besser. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt. Wenn euch mein Paint with Me Video und das Wasserfarben-Weihnachtsbild aus Davids Tutorial gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da lasst und meinen Kanal abonniert. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.